Wir schreiben etwa 600 vor Christus. Schauplatz ist die Wildnis außerhalb von Jerusalem. Gott schenkt dem Propheten Lehi eine Vision voller Symbole. Sie macht ihm große Freude, gibt ihm aber auch Anlass zur Sorge, was seine Söhne Laman und Lemuel angeht. Basierend auf tatsächlichen Begebenheiten aus dem Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Sam! Sam! Meine Söhne, wacht auf. Kommt in mein Zelt. Ist es denn schon hell? Ich habe einen Traum geträumt. Oder mit anderen Worten, ich habe eine Vision gesehen. Und um deswillen, was ich gesehen habe, habe ich Grund, mich im Herrn zu freuen, wegen Nephi und auch wegen Sam. Ich habe Grund anzunehmen, dass sie und auch viele ihrer Nachkommen errettet sein werden. Aber Laman und Lemuel, euretwegen bin ich überaus besorgt. Ich sah in meinem Traum eine finstere und trostlose Wildnis. Lehi, komm mit mir. Sei barmherzig zu mir, gemäß deiner großen, liebevollen Barmherzigkeit. Als ich von der Frucht aß, erfüllte sie meine Seele mit überaus großer Freude. Darum regte sich in mir der Wunsch, auch meine Familie möge davon essen.
Denn ich wusste, dass diese Frucht begehrenswerter war als jede andere. Und als ich meine Augen umherschweifen ließ, um vielleicht auch meine Familie zu sehen, da gewahrte ich einen Fluss mit Wasser. Saria! Sam! Nephi! Kommt zu mir! Esst von der Frucht! Sie ist begehrenswerter als jede andere Frucht. Laman, Lemuel! Kommt, esst von der Frucht! Sie wollten nicht zu mir herkommen und von der Frucht essen. Laman. Lemuel. Und ich sah eine eiserne Stange. Und sie lief am Ufer des Flusses entlang und führte zu dem Baum, bei dem ich stand. Und ich erblickte auch einen engen und schmalen Pfad, der an der eisernen Stange entlang führte, ja zu dem Baum, bei dem ich stand. Und er führte auch an dem Ursprung der Quelle vorbei, zu einem Feld, so groß und weit, als sei es eine Welt. Und ich sah zahllose Scharen von Menschen. Viele von ihnen strebten vorwärts, um auf den Pfad zu gelangen, der zu dem Baum führte. Und es begab sich, es stieg ein Nebel von Finsternis auf, ja, ein überaus dichter Nebel von Finsternis, so dass diejenigen, die den Pfad betreten hatten, ihren Weg verloren, so dass sie abirrten und verloren gingen. Ich sah andere vorwärts streben, und sie kamen herzu und ergriffen das Ende der eisernen Stange. Und sie strebten durch den Nebel von Finsternis vorwärts und klammerten sich an die eiserne Stange, ja, bis sie herzukamen und von der Frucht des Baumes aßen. Ich sah auf der anderen Seite des Flusses mit Wasser ein großes und geräumiges Gebäude, und es stand gleichsam in der Luft, hoch über dem Erdboden. Und es war voll von Menschen, Alten wie Jungen, Männlichen wie Weiblichen. Und sie waren überaus fein gekleidet. Wie jämmerlich! Und sie standen da und spotteten und zeigten mit Fingern auf diejenigen, die herzugekommen waren und eben von der Frucht aßen. Und nachdem sie von der Frucht des Baumes gegessen hatten, ließen sie ihre Augen umherschweifen, als schämten sie sich, weil die anderen sie verspotteten. Und sie fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. Ich sah andere Scharen vorwärts streben, und sie kamen und ergriffen das Ende der eisernen Stange
und sie strebten auf ihrem Weg vorwärts und hielten sich dabei beständig an der eisernen Stange fest, bis sie herzukamen und niederfielen und von der Frucht des Baumes aßen. Und viele ertranken in den Tiefen der Quelle. Und viele verlor ich aus den Augen, denn sie wandelten auf fremden Pfaden. Und groß war die Schar, die in jenes seltsame Gebäude ging. Und nachdem sie in das Gebäude eingetreten waren, deuteten sie verächtlich mit dem Finger auf mich und diejenigen, die ebenfalls von der Frucht aßen. Aber wir beachteten sie nicht. Dort erwartet euch gar nichts. Kommt her! Denn wer sie beachtete, fiel ab. Ihr seid doch völlig ziellos! Laman. Lemuel. Wir haben hier alles und ihr habt nichts. Laman und Lemuel aßen nicht von der Frucht. Ich verstehe nicht. Ich bin sehr besorgt um euch, meine Söhne. Und ich flehe euch an. Hört auf meine Worte, damit der Herr doch barmherzig sei und euch nicht verstoße. Bitte, haltet die Gebote des Herrn